Bühnenmusiker, sind Sie da? Haben Sie gespielt? Jetzt spielen Sie bitte. Ja? Dann kam 81 schon Tristan und Isolde, aber für das ganze Jahr verteilt. Im Januar, 1. Akt, April, 2. Akt und im November, 3. Akt. Tristan spielt ein Konzertorchester eigentlich eher nicht. Tristan hatte ich noch nie gespielt und ich habe gemerkt, schon im Orchester, dass da unglaublich viel Vorfreude herrschte und große Erwartungen. Und es war dann tatsächlich ein großes Ereignis. Am Anfang dachte man, ist das vielleicht so klug? Der hat noch nie Tristan dirigiert, der lernt den gerade. Das gab er unumwunden zu. Wir hatten ja viele Kollegen, die immer regelmäßig in Bayreuth spielen, zu denen ich nicht gehörte. Aber die Bayreuther Kollegen sagten, oh Gott, der hat ja keine Ahnung. Ja, der kennt das ja alles gar nicht. Er wollte es mit einem Orchester machen, die den Tristan noch nie gespielt hatten. Weil er gewusst hat, die haben das Stück nicht als Repertoire und ich kann meine Vorstellungen da verwirklichen. Konnte er auch. Bekannt wie ein bunter Hund in der Musikwelt ist er. Sein Terminkalender ist rappelvoll und der Bayerische Rundfunk ist stolz, dieses Großprojekt endlich mit ihm verwirklichen zu können. Es ist ein Abenteuer, den 5 Stunden Tristan 3-mal in einem Jahr mit geballter Energie aufzuführen, sagt Bernstein dazu. Und wenn er einmal redet, schweigt alles, wie auf der Pressekonferenz. Und es kommt ein langer Monolog heraus, der Maestro als Mensch. Ich will entschuldigen, dass ich keine Stimme habe. Ich habe so viel diese Woche gesungen, mehr als die Sänger, weil ich mitsinge immer. Auch mit Orchester, in Orchesterproben. Wir hatten einen sehr anstrengenden Tag gehabt zusammen, aber so inspirierend und wundervoll, dass ich fliege in diesem Moment. Man hat sich dann eben sehr stark auf einen Akt konzentriert. Es war wie ein Konzert. Für mich war das ein Wachsen in diesen Tristan. Also erst nur der 1. Akt und so weiter. Also es wurde immer spannender. Diese Aufteilung auf 3 Akte hat ihm natürlich ermöglicht, Zeitmaße zu wählen, die im normalen Opernbetrieb einfach unmöglich sind. Auf einer Opernbühne, wenn das Werk am Abend aufgeführt wird, muss man auf die Sänger Rücksicht nehmen und kann die Tempi nicht zerdehnen, sondern man muss ihnen helfen, dass sie mit ihrem Atem auch zurechtkommen, auch im 3. Akt noch. Und der ist ja gerade für den Tristan, ist der 3. Akt ja wirklich mörderisch. Und wenn der da schon nicht mehr kann, von der Stimme her, wie soll das gehen? Im Tristan war es so, besonders aufgefallen, hat man jedenfalls gemerkt beim Bernstein, war der Solo-Oboist, der Manfred Clement, dann der Bassklarinettist, der Joachim Olszewski, beide leider schon verstorben, und
vor allem auch die Frau Schüppach, Marie-Lise Schüppach mit Englischhorn. Das ist eigentlich das größte Solo für dieses Instrument und das übt man schon im Studium, man setzt sich damit auseinander und das war natürlich grandios, dass ich als ganz junge Orchestermusikerin das mit Bernstein schon spielen durfte. Das war unglaublich aufregend. Das hat sie dermaßen gut gespielt, dass sie, also sie erhielt da immer stürmischen Beifall dafür. Sie wurde dann durfte sie extra aufstehen. Und da gab es sogar damals in der Süddeutschen Zeitung im Münchner Teil einen Abschnitt, in dem sie also ein bisschen ihr Werdegang beschrieben wurde und wie toll dieses Solo wäre. Ja, ich hatte natürlich so einen besonderen Platz. Ich saß außerhalb vom Orchester. Diese Rolle ist eigentlich vorgesehen hinter der Bühne. Jetzt wollte aber Bernstein, das war schwierig im Herkulessaal, dass ich da ganz von außen gespielt hätte. Und ich saß da ganz oben am Rand, quasi noch hinter den Solisten. Und dadurch fiel ich natürlich schon ein bisschen auf. Und ja, so. Das war natürlich ein großartiges Erlebnis, so jung in so einem Orchester mit so einem Dirigenten ein solches Stück spielen zu dürfen. Da bin ich bis heute sehr dankbar dafür. Ein einmaliges Werk. Es gibt nichts in der Welt wie Tristan und Isolde, auch bei Wagner. Es gibt nichts, das so intensiv, nur musikalisch klappt. Und alles sich erklärt und verklärt. Ich hatte bei Tristan und Isolde auch das Gefühl, er war wie Tristan. Also er war der Liebende, er war der Leidende, er war der Sehnsüchtige. Ich glaube, dass Sehnsucht eine ganz, ganz große Rolle in seinem Leben spielt. Er war bestimmt immer auf der Suche nach Wegen, war es nach Gott, war es nach Glück, war es nach Liebe. Und ich bin auch überzeugt, dass es eine einsame Seite bei ihm gab. Und vielleicht gerade dieses Bedürfnis, immer eine große Entourage um sich zu haben, gefeiert zu werden, das war bestimmt auch ein bisschen eine Flucht aus der Einsamkeit oder ein Weg.